Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, es ist immer noch schön winterlich hier, denn wir sind weiterhin in Schweden für euch unterwegs. Ich weiß nicht, wie chronologisch wir jetzt hier die Videos auf dem Kanal zeigen werden, außer falls der eine oder andere jetzt nicht Bescheid weiß. Ja, es gibt bestimmt schon ein paar Videos, die jetzt auf dem Kanal sind zu Schweden. Und wir haben jetzt durch ein paar Recherchearbeiten hier direkt in Schweden, und zwar durch Bücher, die wir hier in einer Bücherei gefunden haben, ja, Plätze gefunden noch zu weiteren Festungen hier rund um Boden, weil wir sind ja immer noch im Boden unterwegs, beziehungsweise den Festungsring um Boden. Es gibt ja die 5 großen Festungen. Ich wiederhole es jetzt nochmal in dem Video, falls der ein oder andere das nicht gesehen hat. Und zwischen diesen ganzen Festungen sind halt noch viele kleinere Schanzen, kleine Artilleriewerke, kleine Festungen. Also man unterscheidet da wohl zwischen Forts, also Fortet, und Festenet, also Festungen. Und diese großen Forts, also 5 an der Zahl, sind halt zwischendurch immer mit solchen kleinen Festungen und Bunkern verbunden. Und einen haben wir jetzt hier schon vor uns. Ich sehe halt auch gerade links, hier sind Drachenzähne. Ich werde das mal hier eben kurz zusammen machen, die Kamera. Damit ihr das hier ein bisschen seht. So, gerade. Drachenzähne. Und zwar in Findlingsform. Also nicht wie man es jetzt vom Atlantikwall kennt oder besonders von der Siegfriedlinie. Diese Höckerlinie, die ja aus so betonierten Stücken besteht. Das sind einfach nur grob gehauene Findlinge hier, die man hier platziert hat. Sind alle individuell aus. Also nichts irgendwie in einer Form. Aber hier geht jetzt eine Straße her. Und auf der anderen Seite sehe ich aber noch ein paar betonierte Sachen. Die können wir uns gleich anschauen. Wir schauen uns jetzt erstmal hier diese kleine Festung oder den Bunker an. Ganz genau wissen wir noch nicht, was es für eine ist. Oder was es für einer ist. Die Festungen und Forts, die sind alle um 1907 bis 1908 entstanden. Zum Teil bis 1911 sind verschiedenste Anlagen halt weiter gebaut worden. Man hat das auch immer weiter ausgebaut. Melanie pirscht hier übrigens rum. Ich habe sie noch gar nicht vorgestellt. Die ist natürlich auch wieder mit am Start. Hast du denn oben was gesehen? Ja, nur die 2 Klötze. 2 Klötze. Okay, dann gehen wir erstmal hier rum. Gucken uns diese ominösen Klötze gleich mal an. Wie ihr hier sehen könnt, wir sinken hier wieder schön ein. Also hier vorne ist alles offen. Gucken wir uns das mal hier an. Ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall in den Videos immer noch mal ein paar Zusatzinformationen einstreuen, weil es gibt eigentlich so gut wie gar keine deutsche Literatur dazu. Viele Sachen haben wir nur von schwedischen Webseiten und wie gesagt Büchern. Ich muss das zum Teil erstmal alles übersetzen, um diese Information für euch aufzuarbeiten, damit wir wisst, von was wir hier sprechen. Aber das sieht mir nach einem Artilleriewerk hier aus. Weil diese Scharten, die sind schon sehr groß. Das sieht sehr interessant aus. Und wir haben hier einmal den Schutz hier über diese Klappe, die man hier höchstwahrscheinlich ranziehen konnte. Hier hat man solche kleinen Haken bzw. Ösen. Dann konnte man höchstwahrscheinlich das dann hoch. Ja, hier haben wir nämlich noch die Klappen, tatsächlich. Und dann war das hier dran. Das fällt jetzt wahrscheinlich zusammen, wenn ich das jetzt hier loslasse. Da habt ihr die Scharniere. Dann konnten die das von hier innen runterlassen. Und dann noch abschließend das Ganze durch diese Holzklappen, die wir hier haben, zumachen. Aber das bewege ich mal nicht weiter hier. Man sieht hier schon, dass das hier an den Stellen überall versindert ist. Das bewegt sich kaum noch und das Holz ist auch schon morsch. Das muss man so, wie es auch ist. Ja, und das ist halt alles hier betoniert.
Wow. Ja. Und das ist jetzt direkt hinter dieser Höckerlinie, hinter dieser Drachenlinie hier. Also Drachenzähne nennt man das ja umgangssprachlich. Wow. Wir können auch schon mal einen kleinen Blick riskieren hier, Taschenlampe. Wie das hier aussieht. Aha. Mal gucken, ob wir jetzt hier rein müssen oder ob es noch einen anderen Weg gibt. Aber ich sehe gerade, da ist ein Schienenverlegter drin. Das ist auch wieder interessant. Hier haben wir eine kleine Schade. Hallo, hallo. Hast du einen guten Zugang gefunden, ohne dass wir jetzt hier rumklettern müssen? Oh, das ist aber aus Metall hier. Ah, hier ist noch das königliche Siegel von Schweden drauf, wenn ich das richtig sehe. Oder? Nee. Das ist wahrscheinlich die Manufaktur, die das hier gemacht hat. Stockholms. Was darunter steht, das kann ich gar nicht lesen. Bist du hier rein? Vermutlich. Bist du da hinten rein durch die Tür? Hier reingeklettert? Okay. Sportlich. So, jetzt sind wir drin in der guten Stube. Wir haben jetzt hier 2 solche Bettungen. Hier hat man einen 100%igen Geschütz platziert. Das habe ich schon mal in einer Festung hier gesehen, in dem Bereich. Vermutlich 7,5 cm Geschütz. Aber man kann jetzt leider nicht mehr erkennen oder direkt sagen, was es für ein Geschütz gewesen ist. So, hier seht ihr den Winkel. Wie gesagt, hier hätte man das Ganze aufklappen können. Und was ich aber sehr interessant finde, ist dieser Bereich hier. Da werde ich jetzt nicht ganz schlau draus. Ich habe 2 Theorien. Man hat hier einmal so eine Arretierung, also wie praktisch so eine kleine Schiene gebogen. Hier vorn direkt und einmal hier hinten. Und dann praktisch hier die Schade. Entweder ist es für einen Scheinwerfer gewesen, damit man für die Geschütze entsprechend das ausleuchten konnte. Oder für Maschinengewehr. Aber das ist ein bisschen merkwürdig, warum man jetzt hier zweimal diese Flächen hat und da hinten die Geschütze. Weil die Straße, die ist jetzt praktisch direkt an der Baumgrenze, hier unten geht die her. Und da vorne sind die Findlinge, die jetzt die Linie bilden für die Drachenzähne. Aber hier muss irgendwas Starkes verankert gewesen sein hier. Das ist ziemlich massiv. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier so diese schwedische Version von dem deutschen Schwarzlose MG hier vielleicht auch installiert gewesen ist. Weil, könnte schon sein. Aber ich gucke auf jeden Fall mal nach, ob ich irgendwie in diesen Büchern, die ich mir hier vor Ort besorgt habe, da nochmal Fotos dazu finde. Weil das sieht hier auch irgendwie interessant aus. Wenn man sich das hier mal anguckt, das könnte auch irgendwie nur so ein Beobachtungsbereich sein, weil der genau mittig ist von der Anlage. Das wird hier auch nicht mehr funktionieren. Nee. Interessant. Ja, ein bisschen Müll ist leider hier drin und das eine oder andere Graffiti. Hier ist auch nur so ein kleines Räumchen im Hintergrund. Vielleicht konnte man hier ja wirklich... Nee, glaube ich eher nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Zumindest könnte man hier davon ausgehen, dass die Munition in den Nischen gelagert wurden. Hier habt ihr nochmal die Rückseite davon. Hier ist das Zugangstor gewesen. Hier oben kann man einmal so auf das Dach gehen. Das sind auch noch 2 so
Was könnte das hier sein? Zwei massive Fundamente hier oben noch. Einmal hier, einmal hier. Aber ich habe innen jetzt keinen Abzug oder sowas gesehen, dass die jetzt eine Funktion von einem Schornstein oder irgendwas erfüllen. Und oben sind die auch komplett zu. Nee, die sind offen. Okay, dann ist das vielleicht irgendwie ein Abzug. Vielleicht haben die ja da drin, aber ich habe jetzt gerade da drin keine Öffnung irgendwie nach oben hin gesehen. Merkwürdig. Und Melanie hat jetzt hier noch ein... Das sieht fast so aus wie so ein... Wie nennt man die Dinger? So ein Wie bitte? Eine Sauna, Fasssauna, ja. Nee, aber guck mal, der ist übelst betoniert. Das ist 100%ig Luftschutz hier. Ja, das haben wir auch schon mal gesehen. Bei Video könnte ich vielleicht noch mal verlinken. Bei Skansen gab es diese ganzen Befestigungsanlagen, die man im Zweiten Weltkrieg in stiller, heimlicher Machart an der Grenze zu Norwegen gebaut hat. Und da war hier auch sowas. Wir können hier mal eben reingehen. Weil das ist eine Luftschutzanlage hier. Es kann durchaus sein, dass die hier später erst hinzugefügt wurde. Boah. Oh, hier ist auch noch irgendein Relikt. Was haben wir denn hier? Massives Metallteil. Okay. Ja, dann hat man hier gesessen und hat ausgeharrt. Ja, und hier ist nur viel Belüftung noch. Ja, das ist typisch Luftschutz hier. Also hier haben wir tatsächlich noch betonierte Höcker. Betonierte Sperren. Das kann durchaus sein, dass die dann auch später noch dazugekommen sind. So Leute, wir sind jetzt in der nächsten Befestigungsanlage. Die ist nämlich genau auf der anderen Seite. Und hier haben wir jetzt wieder so einen Schlauch. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Wir haben das bei Richtung Röttbergsvordet, als wir auf dem Weg nach oben gelaufen sind. Da hatten wir damals auch so einen Schlauch. Und dann haben wir hier auch wieder genau das gleiche Verfahren. Also man hat schon identische Sachen auch teilweise hier errichtet. Nicht nur so individuell. Man hat hier die Schaden nach außen. Hier einmal solche, ja, wahrscheinlich eher für Sicht zum Observieren von dem Bereich. Und dann wieder die kleinen, ja, Gewehrschaden. Und auf der anderen Seite auch jeweils. So dass man dann auch von beiden Seiten, wenn es sinnvoll war, schießen konnte, falls dann die Stellung umgangen wurde. Hätte man auch auf der anderen Seite schießen können. Ja, und das ist einfach hier nur so ein Schlauch. Man hat hier jeweils hier Zugänge. Ich bin ja gerade schon durch einen gekommen. Hier ist noch einer. Hier wird höchstwahrscheinlich auch eine massivere Tür drin gewesen sein. Ich glaube nicht nur Holz, weil das wäre ja eine Schwachstelle, wenn alles andere aus Beton ist. Zum Teil aber auch hier Naturstein. Hier konnte man sich dann wahrscheinlich kurzfristig auch so absetzen oder seine Ausrüstung platzieren. Hier ist nochmal eine Tür. So, und das Ganze endet jetzt hier in so einer Nische, wo man aber auch nochmal nach da Schaden hat und nach vorn. Also hätte man auch hier schießen können. Sehr interessant.
Zwischen den Forts errichtete man 11 Batterien als Flankenschutz, überall dort, wo die Abstände zu groß waren. Die meisten entstanden zwischen 1912 und 1916 und folgten einem klaren Standard. Ein Blockhaus mit 4 Schießscharten für 8 cm Geschütze vom Typ M9406, untergebracht in klassischen Kasematten. Im hinteren Teil konnten die Geschütze eingefahren werden. Untergebracht waren 25 Soldaten, der Batteriekommandeur, ein Unteroffizier, hatte einen kleinen eigenen Raum, der auch als Lager diente. Die Bunker waren beheizbar, etwa 4 Meter hoch und gut sichtbar im Gelände, mit markanten Schornsteinen. Gebaut wurden sie so massiv, dass sie selbst einer 18-Kilo-Bombe und dem Feuer einer 21 cm Haubitze standhalten konnten. Zur Mobilmachung erhielten sie zusätzlich einen bis zu 2 Meter dicken Steinmantel. Diese T-Batterien, wie T4 bei Gammelbühn, wurden nummeriert und 1943 mit modernen 7,5 cm LV-Kanonen aufgerüstet. Auf dem Pagler Berget und entlang der Nordost- und Südfront schützten sie strategisch wichtige Übergänge, Brücken und Engstellen bis tief in die Nachkriegszeit hinein. So, Tiefschnee ist hier wieder angezeigt. So, jetzt könnt ihr das noch mal sehen. Also es ist nur so ein Schlauch. Wir gehen jetzt einmal hier rein, beziehungsweise hier runter. Und dann seht ihr auch, dass das Ganze hier wieder direkt an diese Drachenzähne anschließt. Und jetzt haben wir im Prinzip in diesem Bereich auf der linken Flanke einmal diese Befestigung, wo Artillerie verbaut wurde und höchstwahrscheinlich auch Maschinengewehr oder Scheinwerfer. Dann haben wir jetzt einmal diesen Gürtel hier, wo man die Soldaten, ich denke mal einfach, dass das auch nur jeweils kurzfristig bemannt wurde. Also dass die sich nicht irgendwie langfristig aufgehalten haben, weil man hat ja hier drin auch gar keine Möglichkeit, sich irgendwie auszuruhen, vielleicht halt auf diesen kleinen Flächen, was so ein bisschen aussah wie ein Podest. Und hat das halt nur, wenn es halt wirklich Not am Mann war und hier der Feind jetzt angerückt wäre, dann entsprechend bemannt. Aber das zieht sich halt so sichelförmig jetzt hier in dem Bereich, in dem Gelände hier rüber. Tja, wie lang wird das wohl sein? Also 50, 60, vielleicht sogar bis 80 Meter wird das vielleicht in der Länge haben, die ganze Anlage. So, wir haben jetzt hier noch eine weitere Anlage. Die müssen wir jetzt erst noch finden. Mal schauen, ob das jetzt auch ein Artilleriewerk ist oder eine Befestigung für Artillerie oder ob das auch noch mal was hier für die Infanterie gewesen ist. So, hier habt ihr noch mal die komplette Ausmaße von dem Ganzen. Zack, wie so ein Würstchen in der Landschaft. Habt ihr gesehen, breit ist das Ding halt nicht, aber lang. So, wir gucken jetzt mal nach dem nächsten. So, wir haben die dritte Befestigung hier in dem Gebiet gefunden. Schon mal ein Check, dass wir alles gefunden haben. Ist gar nicht so einfach. So, Melanie stiefelt schon vor. Es könnte wieder so ein Artilleriewerk sein. Also ist praktisch dieser Schlauch, wo die Infanterie drin war, in der Mitte und die Artilleriewerke haben dann jeweils die Flanke noch gedeckt. Weil weiter oben vor diesen Werken ist dieses Degerts Fort. Also vermute ich mal ganz stark, dass das hier die erste Verteidigungslinie in dem Bereich ist. Und bei diesen größeren Bodenforts, die sind ja halt sehr weit oben, die sind ja auf den jeweiligen Bergen. Und das ist hier noch unten an den Zufahrten, an den Straßen. Ja, Melanie sinkt hier permanent ein. So wie es aussieht, hat man das auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang nachgenutzt, weil hier ist noch Stromanschluss. Vermutlich ist das zur Zeit des Kalten Kriegs hier noch weiter genutzt worden. Oha.
Aha. Was denn? Steht ein Bett. Ein Bett? Hier steht einiges. Ist also auch wieder einer drin liegen. Und diese Käfige finde ich auch gruselig. Da liegt aber keiner. Ich glaube, da haben sie sich einen Spaß gemacht hier. Ja. Vielleicht zu Halloween oder sowas. Scheiße, mein Gott. Das ist so eine Holzpuppe. Da hast du jetzt aber Schiss gehabt, hä? Ja, hier haben sie auch schon ein bisschen. Hier ist auch so zerfetztes Papier. Ja, auch, sage ich mal, in Schweden ist das Dann ein Problem, wenn die Anlagen zu nah an der Zivilisation sind. Und dann haben sich halt Jugendliche hier ausgetobt. Wo ist das halt? Ja, der Aufbau, wie gesagt, der ist jetzt hier identisch. Ne? Nur wir können ja trotzdem ein bisschen mehr erkennen, weil ja zum Teil halt noch solche riesigen Ösen hier dran sind. Aber das, was jetzt hier noch eingebaut wurde, keine Ahnung, ist leider hier auch ein bisschen gefackelt worden. Also diese ganzen komischen Gitter hier, und vielleicht hat man das vorübergehend mal als Lagerraum noch verwendet. Aber das ist jetzt nicht mehr weiter interessant für uns und haben wir einfach nur noch mal zur Vollständigkeit halber aufgenommen. So Leute, das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein mit dem Video. War ein kleines Video, wir werden euch wie gesagt hier noch ein paar Informationen reingepackt haben. Aber es sollte euch auch noch mal zeigen, dass es neben diesen großen Forts und Befestigungen noch viele kleinere gibt. Also gemäß Literatur spricht man da teilweise auch von Tausenden. Inwiefern die alle noch existieren, kann ich jetzt nicht einschätzen, weil wie gesagt, dieses Thema ja, ist nicht so neu für uns, aber diese Informationen zu beschaffen ist sehr, sehr schwierig. Und da muss ich einfach noch weiter recherchieren und suchen. Das ist halt ein bestehender Prozess einfach nur. Aber da werden wir sicherlich noch einige Schmuckstücke finden, die vielleicht jetzt hier auch weniger besucht sind. Wie gesagt, das ist hier sehr nah jetzt hier auch an der Stadt. Von daher ist das klar, dass diese Anlagen dann hier leider dann auch so aussehen. Trotzdem hoffen wir, euch hat das Video gefallen und ihr bekommt einen Eindruck davon, was hier in dem ganzen Umkreis passiert ist, historisch gesehen. Und ihr habt vielleicht auch Lust, hier selbst mal Urlaub zu machen und euch das anzugucken. Die meisten Sachen, die wir bisher besucht haben, sind halt auch meiner Meinung nach unkritisch. Also kann man ganz normal besuchen und sich anschauen. Das ist jetzt kein Sperrgebiet oder irgendwas. Und ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja, ansonsten lasst gerne ein Abo da, ist vollkommen kostenlos. Aktiviert da auch die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video auf unserem Kanal erscheint. Gebt uns ein Like auf das Video, schreibt uns auf jeden Fall mal was in die Kommentare, ob ihr wie gesagt schon selber euch hier im Schweden solche historischen Sachen aus Zeit des Ersten Weltkriegs, vor dem Ersten Weltkrieg und auch noch Nutzung im Zweiten Weltkrieg angeschaut habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!